Willkommen zurück zu mir und zu meiner ayurvedischen Küche. Anlässlich der Festtage habe ich mir heute ein ganz besonderes Rezept ausgesucht. Es handelt sich hierbei nämlich um ein Dattel Curry Dip. Die Dattel, ja, ich weiß, die Dattel, die polarisiert ein bisschen. Manche lieben sie und andere machen einen riesengroßen Bogen um sie herum. Tatsächlich war das bei mir auch lange der Fall. Ich habe ewig gebraucht, bis ich für mich meine Dattel gefunden habe, und es ist die Mediol-Dattel. Hier ein wunderschönes Exemplar der Mediol-Dattel in Nahaufnahme. Ursprünglich kommt die Mediol-Dattel aus Marokko, aber das Hauptbauangebiet ist mittlerweile Israel. Und man kann tatsächlich hier auch ganz schön sehen, wie groß die Mediol-Dattel ist. Und jetzt gerade auch im Vergleich zu anderen ist sie vor allem süß und weich und cremig. Manche bezeichnen sie sogar als karamellig. Das möchte ich Sie natürlich auch mal von der Konsistenz her zeigen. Man sieht wirklich, wie fruchtig und fleischig diese Dattel ist, ne? Also das kann man hier tatsächlich wirklich sehen. Schmeckt pur einfach göttlich. Aber jetzt geht's zur Zutatenliste. Für den köstlichen Curry-Dattel-Dip benötigen wir ca. 80 Gramm Datteln. Nehmen wir die Mediol-Datteln, sind das ungefähr 4 entkernte Datteln. Dann benötigen wir 100 Gramm Sahne. In meinem Fall ist es vegane Sahne. Es geht natürlich auch normale Sahne oder auch saure Sahne. Dann benötigen wir 100 Gramm Joghurt, in meinem Fall veganen Joghurt, einen Esslöffel Mayonnaise, einen Teelöffel voll roter Currypaste, eine Knoblauchzehe, 1,5 bis 2 Teelöffel Currypulver und Salz und Pfeffer. Die Zubereitung ist denkbar einfach, denn wir geben alle Zutaten in einen Hochleistungsmixer. Jetzt bin ich mal gespannt. Es duftet köstlich. Man kann die Datteln riechen und das Currypulver. Jetzt schaue ich mal gerade nach der Konsistenz. Genau. So wollen wir es haben. Damit der Dip nun auch feierlich in Szene gesetzt werden kann, brauchen wir für den nächsten Schritt 2 Blätterteige, ein bisschen Petersilie und kleine Cocktailtomaten. Und nicht zu vergessen, so klein, eine Ausstechform als Stern. Ich werde nun die erste Blätterteigschicht mit dem Dip bepinseln. Wichtig ist beim Bepinseln, dass man tatsächlich nicht zu viel des Dips nimmt, sonst quillt er nämlich an den Seiten heraus und genau das wollen wir nicht. In der Mitte kann man natürlich ein bisschen großzügiger sein, aber am Rand einfach nur eine kleine Schicht auftragen. Nun gebe ich die zweite Blätterteigschicht direkt darüber. Das ist ein kleines Gefriemel, aber machbar. So, als nächstes löse ich den Blätterteig vorsichtig. Und schneide nun die Form eines Tannenbaums in den Blätterteig. Ich habe mir hier unten jetzt einfach mal einen Eckpunkt gesetzt. Und außerdem sind die in der Natur wachsenden Bäume ja auch nicht gleichmäßig. Hier haben wir die Form meines Weihnachtsbaumes. Und wie man sehen kann, sind hier natürlich noch übrig gebliebene Teigstücke und die werden wir auch gleich verwenden. Nun beginnen wir ungefähr 2 cm lange Streifen in den Baum hineinzuschneiden. Wichtig ist dabei,
dass wir nicht zu weit in den Baum selbst hineinschneiden. Also das Mittelstück sollte unberührt bleiben. Das Ganze jetzt nochmal auf der anderen Seite. Jetzt verfrachten wir unseren Tannenbaum erstmal wieder zurück auf das Backpapier, auf das Backblech war der Fachausdruck. So sieht er aus. Aber er ist noch nicht fertig, denn jetzt werden die Enden eingedreht. Und da gehen wir folgendermaßen vor. Wir nehmen uns das Ende und zwirbeln es einfach ein bisschen ein. Und so gehen wir mit allen Teigsträngen vor. So sieht es jetzt aus. Und bevor wir jetzt zu den anderen übrig gebliebenen Teigschnipsel kommen, können wir auch schon mal den Backofen anstellen, und zwar auf 200 Grad Umluft. Sieht jetzt gerade noch ein bisschen aus wie ein Farackerle, aber das wird noch. So, jetzt kommt unsere Ausstechform, und zwar stechen wir nun ein paar Sterne aus. Und die können wir eigentlich, wie wir lustig sind. Also ich setze meinen zum Beispiel immer ganz gerne da oben drauf. Und wir können aber natürlich die Sterne auch an die Seite legen und sie dann später als Dekoration hernehmen. Das bleibt jedem selber überlassen. Bevor mein kleines Gemälde hier in den Ofen geht, pinsel ich es noch mal ein bisschen mit Milch ein, die Sternchen, und auch den Baum. Und nun geht mein Tannenbaum für ungefähr 20 bis 30 Minuten in den Ofen. Ich freue mich jetzt schon auf das Ergebnis. Ich hole jetzt mein kleines Blätterteigwunder heraus und bin schon sehr gespannt. Oh, es sieht toll aus. Total süß. Ja, halte ich mal lieber direkt fest, bevor es mir runterfällt. Und jetzt wird angerichtet. Ich habe jetzt den Weihnachtsbaum auf ein paar schöne Schieferplatten gelegt. Ich finde, da kommt der Kontrast einfach ganz schön zur Geltung. Dann habe ich die Petersilie klein gehackt und dann noch Tomaten halbiert. Für meine kleinen Weihnachtskugeln setze ich nämlich die Tomaten einfach, wie ich Lust habe, auf den Weihnachtsbaum drauf. Und jetzt fehlt natürlich noch das Grün des Tannenbaums. Und hierzu geben wir einfach so ein paar Blätter auf den Tannenbaum drauf. Fertig ist das wunderbare Gemälde zum Essen. Jetzt bin ich mal gespannt. Unfassbar knusprig, luftig, leicht. Fruchtig durch die Datteln, etwas scharf durch die Currypaste. Und natürlich hat es auch so ein bisschen diesen herben Geschmack der Petersilie. Also wunderbar, unbedingt nachmachen. Damit werdet ihr euren Gästen und euch selbst natürlich wieder mal ein Lächeln aufs Gesicht oder auf die Lippen zaubern. Und ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen als fröhliche Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mangal.